Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Remote-Folge von der OOP 2025 mitgebracht. Bei mir zu Gast war wieder mal Dela Sokenu und wer sich an die alten Folgen erinnert, weiß, wie viel Freude Dela mit Cypress hat. Oder vielleicht hatte. Schauen wir mal jetzt ein paar Jahre später drauf, was sich geändert hat. Ob Cypress immer noch das Mittel der Wahl ist oder vielleicht andere Tools wie Playwright oder WebDriver.io in Frage kommen, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Dela, schön, dass du da bist. Ja, hallo Richie. Freut mich dann, dabei zu sein. Ja, das dritte Mal mittlerweile, ne? Also es ist jetzt in 100 und ein paar Folgen das dritte Mal, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Ehre. Ja, aber du hast auch immer spannende Themen dabei, deswegen passt das natürlich super. Dieses Mal, das ist ja ein bisschen eine Sonderfolge. Es ist ja eigentlich die Folge für die OOP. Also wäre eigentlich auf der OOP gewesen. Wobei wir nehmen sie jetzt vor der OOP auf, also zeitlich stimmt das auch nicht alles. Aber ich bin dieses Jahr nicht auf der OOP. So. Und dadurch, dass ich nicht vor Ort sein kann, habe ich gesagt, ich möchte die Themen aber trotzdem gerne in den Podcast holen. Und so sind wir jetzt heute hier remote zusammengeschaltet. Genau, ist ja vielleicht eine ganz andere Situation, weil remote hatten wir das noch nicht, ne? Genau, so das ist ja nur vor Ort. Das ist zumindest neu hier bei uns, ja. Genau, und du hast als Thema mitgebracht, geht wieder mal um Richtung Testautomatisierung. Und da hatten wir ja schon die allererste Folge, da ging es ja um Cypress und eure Erfahrungen damit, deine Erfahrungen damit. Und und jetzt habt ihr mal so ein bisschen den Blick geweitet. Der Markt hat sich verändert, hast du auch gerade kurz noch vorher erwähnt. Ja, wie, was, wo? Erzähl mal. Genau, also unsere alte Folge haben wir über Cypress gemacht und damals haben wir sehr, sehr viel Erfahrung mit Cypress gesammelt, insbesondere in dem Bereich Component Testing, weil Cypress war damals ja so gut wie das einzige Tool, was diesen kompletten Stack quasi abgebildet hat, von den End-to-End-Tests bis hinunter auf die Component-Test-Ebene. Also im Prinzip kleine Einheiten testen oder auch das Gesamtsystem. Und das alles mit ein und derselben Tool-Stack. Und kurz danach hat Playwright tatsächlich auch das Component-Testing eingeführt. Und inzwischen sogar WebDriver.io. Die können auch inzwischen Komponenten testen. Und daraufhin haben wir uns das Ganze nochmal angeschaut, weil Playwright hat ein paar Vorteile gegenüber Cypress. Insbesondere diese ganzen Limitierungen, die Cypress hat, die gelten halt für Playwright nicht. Und damit hat man im Prinzip den gleichen Vorteil. Man hat die gesamte Testpyramide abgedeckt, mit Playwright auch, was vorher nur Cypress konnte. Und hat trotzdem diese Einschränkungen nicht, die Cypress. Okay. Du hast gesagt, also End-to-End und Komponententest, kannst du das nochmal so ein bisschen spezifizieren? Was heißt denn das für die Testautomatisierung oder was wird denn da betrachtet? Genau, also für mich ist es so, also die Testpyramide im Frontend ist, finde ich, so ein bisschen anders als jetzt im Backend. Also man hat zwar auch diesen End-to-End-Test, also das heißt, ich teste quasi meine Use Cases einmal von Ende zu Ende, also vom Beginn bis zum Ende, und zwar über das Gesamtsystem. Also das heißt Frontend, Backend, Datenbank, alles wird integriert und versuche da einen Endbenutzer zu simulieren. Also, und damit bin ich dann auf der Frontend-Testebene. Das heißt, ich brauche ein Tool, mit dem ich das Frontend automatisieren kann, weil sonst kann ich ja diesen End-to-End-User nicht abbilden. Und dann gibt es eben gibt es natürlich auch kleinere Tests, auch im Frontend. Die sind nicht so beliebt, weil ich immer das Gefühl habe, die sind erstmal schwierig zu schreiben. Die Tool-Unterstützung ist vielleicht für den einen oder anderen auch nicht so passend gewesen bisher. Aber wir haben halt nicht so klassische Unit-Tests, sondern unsere Units im Frontend sind eigentlich Komponenten, also kleinere Bereiche meines Frontends, die ich separat testen kann. Also zum Beispiel ein Button oder ein Eingabefeld.
Genau, oder vielleicht sogar eine Maske, wo Mhm. ich dann in so einem Komponententest, also ein Unit-Test auf Komponentenebene zum Beispiel, diese ganzen Validierungen Mhm. ähm, prüfen kann oder ob die richtigen Events von diesem Frontend ausgelöst werden, die dann an einer anderen Stelle in meinem UI wiederum verarbeitet werden. Mhm. Oder ob ich zum Beispiel Netzwerkrequests, die richtigen abgesetzt werden. Das alles kann ich auf Komponententestebene schon mal testen. Genauso wie ich auch typischerweise im Backend diese ganzen einzelnen Pfade, die ich in meinem, oder die einzelnen Wege, die ich in meinem System implementiere, möglichst schon auf Unit-Test-Ebene Mhm. ähm, abdecke. Also alle Varianten, alle Alternativen, die ich Mhm. haben kann, alle Fehlerbehandlungen, damit ich das Ganze möglichst auf End-to-End-Test-Ebene nicht mehr machen Ja. muss. Mhm. Genau, und dann die nenne ich halt Komponententests. Das sind so quasi Unit-Tests auf UI-Ebene. Und dann kann ich natürlich nochmal Integrationstests machen, indem ich halt einzelne Teile meines Frontends in größerem Maßstab irgendwie Mhm. versuche zu testen. Mhm. Und da hat Genau. jetzt, also, und uns, wir können mich erinnern, wir haben damals Hm? bei Cypress auch darüber gesprochen, die können das jetzt auch, aber die kamen ja Hm. eher von der End-to-End-Seite und haben das sich da noch mit draufgepackt. Das war ja Ja. damals so mit das Highlight, ne? Genau, und es ist typischerweise, also, oder ich habe das Gefühl, dass hauptsächlich die End-to-End-Test-Tools, also auch Playwright hat ja als End-to-End-Test-Tool gestartet, dass es genau die Tools sind, die dann auch Komponententests können. Ähm, und also wie funktioniert das technisch? Also es wird im Prinzip ähm, eine kleine Testumgebung, wie eine Art Testbed hochgefahren, in der die Komponente dann integriert wird. Und deswegen brauche ich zu jeder meiner Frontend-Technologien brauche ich auch das passende Testbed. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine React-Komponente testen will, brauche ich ein React-Testbed, was dann von dem jeweiligen Komponententest-Framework zur Verfügung gestellt wird. Und danach kann ich das Gleiche, also im Prinzip habe ich die Komponente so eingepackt und danach kann ich im Prinzip die gleiche Mechanik benutzen wie bei dem End-to-End-Test. Also das ist eigentlich das Prinzip, was dahinter steckt, wie diese Tools alle funktionieren. Also es scheint einfacher zu sein, von der End-to-End-Testebene auf die Komponententestebene zu kommen, als umgekehrt. Ah ja, okay. Okay, und jetzt, also es gibt jetzt quasi so die drei Player, die ihr euch jetzt Hm? angeschaut habt, also Cypress, Playwright und WebDriver.io. Mhm. Äh, ja, wonach habt ihr denn da mal so ein bisschen, was waren eure Kriterien oder wie seid ihr da vorgegangen und vor allem, was waren dann so die Unterschiede? Genau, also wir haben uns angeschaut, wie gut kann ich das Ganze bedienen als Tester, wie nah ist das vielleicht auch in der Entwicklung. Also wenn ich versuche, Komponententests zu schreiben, dann kommt ihr üblicherweise aus der Entwicklungsabteilung, die diese Tests schreiben, während End-to-End-Tests eher von den Kunden, ne, oder von typischen Testabteilungen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das Werkzeug muss flexibel genug sein, auch beide Zielgruppen zu bedienen. Das war so ein Kriterium. Dann, wie gut kann ich Dinge mocken? Also wenn ich auf der Komponententestebene bin, dann ist die Frage, kann ich gut Netzwerkverkehr mocken? Kann ich gut zum Beispiel das ganze Event-Handling mocken? Wie gut kann ich Dinge quasi simulieren? Und das alles haben wir uns angeschaut. Und ich kann sagen, dass zum Beispiel Cypress ist sehr, sehr entwicklungsnah, weil ich da nur mit TypeScript oder JavaScript Tests formulieren kann, während Playwright auch andere Sprachen unterstützt und sich auch leichter in andere Testtools integrieren lässt, aus meiner Sicht. Und so typische End-to-End-Test-Szenarien, wie zum Beispiel, ich habe eine Multitab-Anwendung, ähm, ich habe eine Cross-Domain-Test. Das ist alles in Playwright viel, viel einfacher möglich als in Cypress, weil Cypress ja typischerweise immer nur also allein durch die Technik, die dahinter steckt, nur in der Lage ist, jetzt eine einzelne Anwendung in einem Browserfenster zu testen.
Und genau, und dann natürlich, was wir uns auch angeschaut haben, ist, wie gut kann ich Fehler nachvollziehen? Wie gut bin ich darin jetzt, wenn ein Fehler in meinem Test auftritt, wie gut kann ich nachvollziehen, was die Ursache des Ganzen war, ne? Also, wo in meiner Anwendung, ist das Problem? Und da hatten wir ja damals schon gesprochen, dass das so ein Lieblingsfeature von mir dieses Daumenkino ist, dass ich im Prinzip, über die Zeit nachvollziehen kann, was in der Anwendung passiert ist. Und das kann Playwright auch und ist sogar noch mächtiger, ne, weil sie dieses Chrome DevTools Protokoll benutzen und das halt sehr stark, sehr, sehr nah, also die Oberfläche von Playwright ist sehr nah da dran, was ich als Entwickler vielleicht auch schon aus den Chrome DevTools kenne. Inklusive Tracing, inklusive welcher Netzwerkverkehr ist passiert und so weiter. Also das heißt, es ist für mich sogar noch ein Tick einfacher nachzuvollziehen als bei Cypress, wo die Probleme liegen. Also dein Highlight von Cypress noch mal besser gemacht. Im Prinzip ja. Es ist vielleicht nicht ganz so optisch nicht ganz so schön wie in Cypress, aber das spielt ja keine Rolle, sondern das ist tatsächlich eher das, wie gut sind meine Analysefähigkeiten. Und die sind tatsächlich in Playwright noch mal ein bisschen besser. Ja. Bis hin dazu, dass ich direkt vom Test, also aus der Testumgebung, wenn ich einen Visual Studio Code benutze, direkt auch zu der Stelle im Test springen kann. Was bei Cypress tatsächlich, das geht bei Cypress nicht. Ja, ja. Ihr habt euch auch noch ein drittes Werkzeug dazu angesehen. Wie steht das im Verhältnis dazu bei diesen Themen? Genau, das WebDriver.io haben wir uns angeschaut. Ich würde sagen, deutlich schwächer als die anderen beiden. Also meine Vermutung ist, dass es daran liegt und hinter den anderen stehen halt irgendwie steht halt Geld. Ja. Ne? Also bei Playwright ganz klar, es ist Microsoft, die dahinter stehen, die auch ein Interesse daran haben, das in die gesamte Landschaft zu integrieren. Deswegen auch die Anbindung an Visual Studio Code zum Beispiel. Cypress selber ist ja auch eine Firma, die dann noch ein kommerzielles Produkt hat, also Cypress als kommerzielles Produkt und damit natürlich auch ein Interesse daran hat, vorne dabei zu sein, während WebDriver.io auch Open Source, aber wo ich das Gefühl habe, da stehen halt eben nicht die großen Player dahinter oder wo es dann eben einfach schwieriger ist, Dinge schnell voranzutreiben. Das merkt man auch deutlich. Ja. Jetzt hast du gesagt, also da gerade bei diesen Komponentests, da hat für dich Playwright die Nase vorne. Gibt es etwas, wo du sagst, na, also da ist Cypress immer noch besser für euren Einsatzzweck? Ich habe, also es ist ein rein subjektives Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass der Cypress Roundtrip einen ganz kleinen Tick schneller ist. Allerdings habe ich bei Playwright die Möglichkeit, wirklich einzelne Tests auszuführen. Bei Cypress Cypress führt immer eine gesamte Testdatei mit mehreren Tests aus, die ich vorher ausgewählt habe, während ich bei Playwright halt diese verschiedenen Ebenen habe. Ich kann einen einzelnen Test auswählen, ich kann eine Testdatei auswählen, ich kann auch mehrere Tests auswählen, die immer wieder ausgeführt werden. Also ich sage, das ist ein reines subjektives Gefühl. Muss auch nicht sein, dass es woanders, also bei anderen genauso ist. Und wenn ich heute noch mal anfangen würde mit einem Projekt, dann würde ich wahrscheinlich sofort auf Playwright gehen. Also ich würde gar nicht mehr Cypress nehmen. Eine Sache ist bei Playwright immer noch so ein bisschen offen. Allerdings weiß ich nicht genau, also die Entwicklung geht ja so schnell, bis die Folge veröffentlicht wird. Vielleicht ist das Problem auch schon gelöst. Es gibt seit einiger Zeit einen offenen Merge-Request zum Angular-Support für Komponententests in Playwright. Und da ist ein ganz langer Thread dran und irgendwie versteht man nicht, warum das nicht gemerged wird. Aber vielleicht passiert das ja jetzt mal zeitnah. Ja, okay. Sodass man auch irgendwie Angular-Komponenten ganz offiziell und mit Playwright testen kann.
Ah, super. Ja, also vielleicht, wenn die Folge draußen ist, ist das schon geklärt. Ja. Du hast jetzt Genau. gerade ein spannendes Thema noch angeschnitten. Ne? Ihr habt ja Cypress schon im Einsatz Mhm. und auch gut in Verwendung. Sind denn die Änderungen so spannend, dass sagt, okay, wir wandern jetzt darüber oder für bestehende Sachen lohnt sich nicht? Oder was ist da deine Ich, Einschätzung? ich, ich glaube, also in dem Projekt, wo wir Cypress ja sehr intensiv einsetzen, da brauchen wir diese Fähigkeiten von Playwright, also jetzt Multitab-Anwendungen zu testen zum Beispiel nicht. Und wir haben sehr, sehr viele Tests, also das geht in die Hunderte, ähm, sodass wir an der Stelle einfach gesagt haben, wir werden nicht umsteigen. Also so ein Projekt geht ja auch irgendwann mal vorbei und dann hat man zwar noch eine Weile Wartung und so, aber das muss man abwägen. Wenn ich jetzt zum Beispiel also nicht in der Projektwelt, sondern in der Produktwelt wäre, wo das Produkt ja deutlich länger lebt, dann würde ich mir es vielleicht noch eher überlegen. Neues Projekt haben wir tatsächlich dann mit Playwright angefangen und Cypress gar nicht mehr betrachtet. Ähm, Genau, also und man muss halt auch abwarten, ne, die Entwicklung. Also Cypress wird diese Limitierung nicht überwinden können, wenn sie nicht also technologisch sich anders aufstellen, dann werden sie diese Limitierung immer haben, dass sie eben in diesem einen Browserfenster gefangen sind mit ihren Tests und nicht mehrere Fenster aufmachen können und auch das Cross-Domain-Testing eher schwierig ist aufgrund der Limitierungen, die ich eben habe, wenn ich in einem iFrame bin. Ähm, und aber mal, wer weiß, vielleicht überlegen die sich ja auch technologisch auch nochmal, sich Hm, anders aufzustellen. hm. Deswegen muss man immer am Ball bleiben. Ja, ja, das ist immer die Frage, ne? Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, ne? Aber also ich nehme jetzt auch gerade verstärkt in den letzten Monaten schon klare Signale auch von meinen Kunden hin, die auch quasi Cypress und Älteres nutzen, dass für die jetzt auf einmal Playwright total spannend wird, oder da auch hinzugehen oder auch natürlich auch von ganz anderen Suiten, die sie schon viel länger im Einsatz haben, dazu sagen, okay, wir schauen uns mal Playwright genauer Ja, an, weil es einfach auch, so wie du auch sagst, für Entwickler leichter zugänglich ist und man da auch ja, große Community gerade hat und da irgendwie auch ja, gerade irgendwie den Peak der Zeit hat. Ne? Aber man muss es halt immer überlegen. Für ein bestehendes Suite ist es natürlich schon immer fraglich, lohnt sich der Umstieg. Ne? genau, genau. Also da muss man einfach, glaube ich, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen ähm, und einfach schauen, aber das macht man ja wenn man ein neues Projekt anfängt, guckt man ja sowieso noch mal, was für neue Frontend-Technologien gibt es, weil es ist ja nicht nur auf der Testseite so, dass sich die Sachen unglaublich schnell ändern, sondern eben auch auf der Frontend-Technologie-Seite, also für die Entwicklung, dass sich da Dinge irgendwie einfach immer sehr, sehr schnell ändern in den letzten Jahren, also gerade im Bereich Webtechnologien, sodass man bei jedem neuen Projekt wahrscheinlich noch mal schaut, was ist jetzt das State of the Art und was aber auch zukunftsfähig ist. Und das, glaube ich, ist sowohl Cypress als auch Playwright sind zukunftsfähig, aber Playwright hat im Moment einfach die Nase vorn. Mhm. Sieht man Was, auch an den Downloadzahlen, wenn ja, man sich mal ja klar, anschaut, was da gerade passiert. ja. Was ist denn seine Einschätzung? Wenn diese Frameworks sich weiterentwickeln und mein Cypress, das hast du jetzt länger begleitet, auch mit auftretenden Inkompatibilitäten. Das heißt, wenn ich eine neue Version jetzt mir von Cypress hole oder von Playwright, dass mein altes Zeug noch weiterläuft. Habt ihr denn da in der Historie irgendwie Anpassungsprobleme gehabt? Oder beziehungsweise siehst du das auch bei Playwright, dass es da ähnlich ist? Oder? Also es ist so, also bei Cypress gab es irgendwann mal in der Vergangenheit einen größeren Bruch, der ist aber schon ein paar Jahre her, wo man dann gezwungen war, mal ein größeres Refactoring zu machen der Tests. Seitdem ist es relativ stabil. Ab und zu kommen mal so Neuerungen dazu, die aber wenig Einfluss auf die Tests haben. Also die letzte größere Änderung, die wir hatten, war, als wir mit der React-Anwendung auf Vite umgestiegen sind. Da musste man ein paar Anpassungen auch bei Cypress machen, insbesondere in der Konfiguration. Ähm,
Das sind aber zum Teil Sachen, die auch aus der Web-Technologie heraus sich nicht aus dem Testtool heraus sich ergeben, sondern darum, dass man eben im Test, nicht nur im Test was ändert, sondern eben auch in der Frontend-Technologie. Da vielleicht irgendwie einen moderneren Weg einschlägt oder manchmal auch gezwungen ist, weil eine Version des Frontend-Frameworks einfach nicht mehr kompatibel ist zu der letzten Version. Bei Playwright haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht. Also es ist auch so, dass wir im Moment eher das Gefühl haben, dass Kompatibilität eher groß geschrieben wird und dass, wenn es Änderungen gibt, die nicht so gravierend sind, dass man sie es nicht lösen kann. Das Problem. Also so ein Update auf eine neue Angular-Version oder auf eine neue React-Version ist meistens schmerzhafter als ein Update dann der Test des Test-Frameworks. Jetzt, habt ihr das ja immer wieder gemacht, dass ihr euch anschaut, was sind denn so gerade jetzt die Tools und wo können wir in Zukunft hingehen. Was würdest du denn empfehlen, wie intensiv oder wie häufig sollte man sich den Markt denn da anschauen, wenn man jetzt so, also viele, die jetzt den Podcast hören, die haben ja laufende Entwicklung auch in ihren Projekten, in ihren Unternehmen. Was würdest du denn sagen, was macht denn da Sinn, immer wieder auch mal zu checken, was gibt es denn da Neues, um nicht jetzt sich nur mit neuen Tools zu beschäftigen, aber auf der anderen Seite auch da den Anschluss nicht zu verlieren und dann irgendwann einmal mit was dazustehen, wo keiner mehr was damit anfangen kann? Ja, man sollte rechtzeitig, glaube ich, die Kurve bekommen. Also ich meine, wenn ich höre, dass es Firmen gibt, die noch JSF-Anwendungen zum Beispiel schreiben, ne, dann denke ich mir, ja, okay, da hätte man vielleicht frühzeitiger umsteigen sollen. Man sollte den Markt vielleicht beobachten, gerade wenn man jetzt zum Beispiel neue Projekte anfängt, da finde ich, gibt es immer die Chance, nochmal einmal zu schauen, wie viel von dem, was ich aktuell mache, ist denn noch State of the Art und was ist denn vielleicht veraltet und sollte ersetzt werden. Ich würde aber auch nicht auf jeden neuen Zug aufspringen, weil es gibt gerade in dem Bereich so viele Dinge, die kommen und wieder gehen. Und ich habe es jetzt schon öfter erlebt in Projekten, wo dann irgendjemand was ganz Neues, Tolles aus der Tasche gezogen hat, gesagt hat, lass uns das mal einbauen. Und das wurde dann relativ schnell irgendwann wieder ausgebaut. Insbesondere, wenn ich jetzt so Frontend-Technologien habe, die nur von einem Entwickler gepflegt werden, ne, einem Open-Source-Entwickler, und dann der dann irgendwie keine Zeit mehr hat, neuen Job oder so, dann wird das Tool nicht weiterentwickelt. Die Fälle gibt's halt sehr häufig. Und dann ist es schön, wenn es total toll eigentlich sich anfühlt. Aber wenn ich dann in der Sackgasse lande, dann macht das auch keinen Sinn. Also das heißt, schauen, was ist so an etablierten Technologien da, gerade wenn ich so langlebige Projekte habe. Aber doch ab und zu mal schauen, ob man Frontend-Technologie auch oder auch Backend-Technologie, ob man da noch irgendwie am Puls der Zeit ist oder ob man komplett inzwischen veraltet ist. Und dann lieber, also wenn man merkt, das ist eine Sackgasse, dann lieber schneller reagieren, auch wenn es erstmal Aufwand ist, als in der Sackgasse zu verharren. Was ist denn so deine persönliche Meinung, wenn man jetzt zu so hybriden Ansätzen, also ich habe jetzt Cypress schon im Einsatz und sage zum Beispiel, ja, unser Projekt läuft jetzt noch einige Jahre oder unser Produkt, weil das immer neue Versionen hat, zu sagen, okay, man lässt den alten Bereich auf Cypress weiterlaufen, pflegt den auch weiterhin und den neuen macht, wenn man jetzt zum Beispiel mit Playwright, dann habe ich ja immer dieses Wartungsthema, da muss ich irgendwie beides können, muss auch noch beide Frameworks verstehen und so. Wie ist denn da so wenn du so auf sowas schaust, ist das sinnvoll oder holt man sich da mehr Probleme ins Haus, als man eigentlich sollte? Es ist schon ein gangbarer Weg. Dieses Projekt, wo wir damals Cypress eingeführt haben auf Komponententestebene, da haben wir ja auch erstmal angefangen mit Cypress auf End-to-End-Testebene und hatten für die Komponententests eigentlich ein anderes Werkzeug im Einsatz. Und wir haben sukzessive umgebaut
Also das heißt, wir haben einfach so eine Migrationsstrategie nach dem Pathfinder-Prinzip. Also das heißt, immer dann, wenn ich einen Test anfassen musste, habe ich mir überlegt, muss ich den jetzt oder will ich den jetzt nach Cypress übertragen oder lasse ich den in dem alten? Und auf die Art und Weise haben wir dann langsam, aber sicher die meisten Tests umgestellt. Es gibt aber Bereiche, so gerade so, wir haben viel so Komponenten, Bibliotheken, wo wir dann im Prinzip Dinge ablegen, wie zum Beispiel, wie sieht ein Button aus, wie sieht eine Liste aus, wie sieht eine Tabelle aus, und wo man, wenn man einmal das konsolidiert hat, ganz wenig ran muss. Und an der Stelle gibt es tatsächlich ganz viele noch von den alten Tests, weil es keinen Bedarf gab und weil da niemand mehr vorbeigekommen ist. Okay, also, Ähm, klar. Und wenn, dann wollte es keiner machen. Genau, und das ist dann auch okay. Also solange man man noch weiß, dass diese Dinge noch existieren, die alten Tests, ist es auch kein Problem. Zumal, wenn man sich, bewegen uns ja in so einer Welt, wo viele Tests einfach in TypeScript geschrieben sind, also analog zur Anwendung, die ich habe. Und natürlich unterscheiden sie sich ein bisschen in Syntax, ne, und auch ein bisschen in der Semantik vielleicht. Aber im Prinzip ist es so, dass das meistens, also zumindest auf der Ebene in der Entwicklung, die Leute das auch hinbekommen. Dass man da schon auch weiß, okay, dieser Test, ein Cypress-Test, den schreibe ich so, und das ist ein Playwright-Test, den schreibe ich halt ein bisschen anders. Aber im Prinzip ist es eigentlich ähnlich. Und wenn man dann noch so bestimmte Testteile einfach auslagert, also wie man zum Beispiel eine Komponente mountet, ne? Also wenn man eine Komponente in dieses Testbed integriert, wenn man das eigentlich in ähnliche Fixtures auslagert oder so, dann glaube ich, macht das Ganze noch einfacher, weil man dann tatsächlich die Tests schon auch ähnlich runterschreiben kann. Ja, ich glaube, der Vorteil liegt dann da wirklich auch daran, dass es sehr entwicklungsnah ist, beides. Ja. Und man dadurch ist es quasi so ein bisschen, wie du sagst, andere Syntax und so, aber es ist nicht so eine große Umstellung, ne, zwischen den Tools. Ja. Genau, und um es jetzt einfach zum Beispiel auszuprobieren, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt bisher zum Beispiel meine Komponententests in Cypress gemacht und meine End-to-End-Tests möchte ich jetzt mal ausprobieren, wie das läuft. Mit Playwright wäre das zum Beispiel ein guter Ansatz zu sagen, vielleicht fange ich mal mit den End-to-End-Tests an, um das Ganze auszuprobieren, weil wenn man sich an die Testpyramide hält, dann hat man natürlich viele Komponententests auf der unteren Ebene und an der Spitze nicht so viele End-to-End-Tests, und dann ist das Umschreiben vielleicht ein bisschen einfacher. Und einen Teil kann man tatsächlich auch automatisieren, ne, mit dem Umschreiben. Also weil viele Sachen sind einfach von einer Syntax in die andere Syntax zu übertragen. Verstehe. Sehr spannend. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht mit diesen ganzen Tools. Ich nehme jetzt schon gerade so ordentliche Bewegung wieder wahr, nach so einiger Zeit, wo so ein bisschen dahingedümpelt ist, dass sich jetzt gerade vieles tut. Bin gespannt, wie sich das die nächsten Monate entwickelt. Ja, Dela, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns im Podcast wieder mal zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt ist ja noch die OOP vor uns, aber wenn die Folge ausgestrahlt ist, wahrscheinlich schon hinter uns. Also ich wünsche dir einen schönen Vortrag dort gehabt zu haben. Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dass ich mal wieder hier sein durfte. Ja, es war toll. Ich danke dir schön und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht am German Testing Day. Ja, ich hoffe doch. Schau, da sehen wir uns dann dort. Also ich plane schon, beim German Testing Day dabei zu sein. Ja, ist gut. Dann kommst du bitte auch, ja. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und eine schöne Zeit. Danke. Ja, dir auch. Danke. Ciao.